Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich bin heute in Katzenfurt-Ehringshausen beim Thomas. Servus Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich bin heute da, ich will mir für meine Steyr LP50, ihr kennt sie aus dem Video, einen neuen Griff machen lassen. Und bei wem könnte ich es dann besser machen lassen als beim Thomas. Er hat ja schon für meine HB30 die Schaftänderung und den Hamster gemacht. Ja, du wirst uns heute mal so ein bisschen durch das Video führen, das wäre total klasse, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie so ein, ja, wie das funktioniert, wie so ein Griff entsteht. Ich weiß nur, dass ich einen beidhändigen Griff will. Die 10-Meter-Schützen mögen es mir verzeihen, aber ich würde gerne beidhändig mit einem Rotpunkt schießen, eben mit der LP50, und du müsstest mir da irgendwas bauen, wo wir dann, wo ich richtig gut mit schießen könnte. Ja, gerne, ja. Also der Ablauf wird folgendermaßen sein: Wir suchen uns erstmal einen Modellgriff aus, der so ungefähr passt. Du hast ja schon einen Griff da drauf auf deiner LP5. Und also wie gesagt, wir suchen uns erstmal einen aus, der dann so ähnlich ist, der ungefähr passt, und der wird dann mit so einer Silikonpaste, so wie hier diese Griffe auch, genau, wird dann auf deine Hand angepasst. Das wird dann nicht so ein Griff hier mit so einer Handkantenauflage, sondern halt so eine einfachere Art. Ja. Also sowas Gerades eher, sag ich mal, wo du halt beidhändig mitschießen kannst. Also du brauchst wahrscheinlich dann auch keine ausgeprägten Fingerrillen und sowas, sondern einfach, den du schnell mehr oder weniger greifen kannst, ja, genau, wo du halt beidhändig vernünftig dann mitschießen kannst. Aber trotzdem soll ja der Winkel und so, das soll ja angepasst sein, dass du halt möglichst entspannt halt so ist es, genau, das Ding halten kannst. Genau. Der wird also, wie gesagt, so aufgebaut, der Griff, und dann wird er später halt digitalisiert dann. Das heißt, da kommen so Linien drauf, wie hier auch, mit dem Bleistift einfach. Und die werden dann mit so einem mehr oder weniger Taster abgefahren. Diese Linien sind dann im Rechner, liegen die vor. Und dann entsprechend wird dann der Griff nachher gefräst. Wenn du das Holz ausgesucht hast, da hast du ja eben schon mal geguckt. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, zwischen zwei Schwanks noch. Ja, Punkt ist einfach der, ich hatte zuvor einen universellen auch schon von dir, aber die sind natürlich im Normalfall einfach fürs einhändige Schießen gemacht und deswegen vom Winkel her nicht ganz bequem. Und ja, nachdem es mir die Pistole angetan hat, hätte ich gesagt, bauen wir mir jetzt was richtig Cooles. Gerne. Wir legen einfach mal los. Ich filme aus der Hand, dass da einfach alles so ein bisschen mitbekommt. Viel Spaß. Sicher. So, als erstes greif mal rein in den Griff, so wie der ist, dass ich schon mal sehe, wie das so aussieht bei dir. So wie du ganz normal schießt, auch beidhändig jetzt dann. Ja, so, geh mal richtig in den Anschlag. Ja. Du zielst aber im rechten Auge, oder? Ja, eigentlich beide. Ja, aber beide du kannst ja, aber sonst bin ich, gucken kannst ja nur mit einem Mal. Entweder im linken oder im rechten. Mit dem rechten. Mit dem rechten, ja. Gut. Auch wenn du beide aufhast. Ja. Okay, das müssen wir auch. Ja. Ja, alles klar. Lass mal los, bitte. Ja. Gut. Okay, dann machen wir den mal ab hier. Gerade gemerkt, dass es hier im Ringbereich, also hier in dem Bereich recht, ich sag mal, unbequem ist, weil man unangenehm, weil die Rillen nicht so ganz stimmen, wie sie sein sollen. Ja, genau. Das sind übrigens die beiden Holzsorten, zwischen denen ich mich noch nicht entscheiden kann. Ich glaube fast. Ich mache jetzt erst einmal den hier drauf, mal zum Testen. Das ist jetzt so eine ganz neue Version, die wir da jetzt anbieten. Aha. Mehr für den amerikanischen Markt. Das ist einer, der gedacht ist für 1911er. Also der sieht aus wie ein 1911er Griff, also Colt 1911, die Gebrauchspistole von den Amis. Und die Amis wollen oftmals sowas zum Trainieren haben. Ja. Also eine Luftpistole praktisch mit einem Griff wie ein 1911er. Und dann kannst du dich kostengünstiger trainieren. Und das ist jetzt so einer hier. Weil du gerade sagst, die Amis, wohin verschickst du in alle Herren Länder? Ja, weltweit eigentlich. Ja. Wahnsinn. Und wie kommt es dann zustande, wenn jetzt irgendjemand aus den USA was von dir will? Oh, das ist schon geil. Ja, wir haben Händler überall und die haben Griffe vorrätig, beziehungsweise die Leute bestellen über das Internet mit so einer Handskizze dann. Das heißt, die haben so aufgelegt und fahren mit 2 Referenzlinien. Und dann empfehlen wir halt gewisse Parameter. Der ist halt jetzt schon mal wesentlich steiler wie der andere. Ja, müsste jetzt halt nur voller werden, dann vom Volumen. Dann genau. Was halt. Aber wir würden den nehmen, weil der Winkel ist schon gleich steiler. Ja. Das merkst du auch daran, das ist jetzt hier hinten höher. Ist aber bei Luftpistole egal, weil du ja eh keinen Rückstoß hast. Bei Großkaliber wäre es halt blöd, hättest du halt mehr Rückstoß. Je höher die Visierlinie ist halt dann. Oh, okay. Oder je höher die Laufachse ist. So, okay. Also der fühlt sich grundsätzlich schon mal gut an, wie du gesagt hast, schon ein bisschen noch, ja, braucht noch ein bisschen Volumen dann. So, den tun wir jetzt halt mit dieser Silikonpaste, wie gesagt, schön voll machen und dann gucken wir mal. So. Ja, oder die Leute schicken halt Griffe, die denen gut passen, zu, und der wird dann halt auch digitalisiert und dann halt auf eine andere Pistole meinetwegen dann übertragen, also kopiert dann praktisch. Gell.
Wie viele Griffe macht ihr hier so im Jahr? Ja. Ja, wie man das erzählt, du kannst, ja, am Tag machen wir so 15. Was? Standardgriffe als Meister. Also ich mache pro Woche 6 Maßgriffanpassungen. Das heißt also 6 reine Maßgriffe mit Anpassung. Aha. Und dann kommen auch nochmal so 6 bis 7, 8 Kopien dazu dann von Maßgriffen. Das heißt, wir machen pro Woche so 12 bis 15 Maßgriffe. Und der Rest so 50, 60 Standardgriffe dann halt noch. Und was heißt Kopien? Kommt dann Schütze und sagt, ich nehme gleich 2 oder? Ja, üblicherweise ist es so, dass die ja dann mehrere Pistolen haben. Greif gerade nochmal rein. Aha. Wegen eine Luftpistole und eine Sportpistole. Hinten ein bisschen höher wieder. Greif nochmal. Ja, genau. So wie du eben auch warst. Ja, genau. Und nochmal loslassen. Okay. Gut. Dass die also mehrere Pistolen für verschiedene Disziplinen haben. Luftpistole, Sportpistole, freie Pistole zum Beispiel. Und in der Regel machen wir es dann so, dass wir dann für die Luftpistole die Anpassung machen. Und kopieren dann den Griff für die Sportpistole zum Beispiel halt. Soweit der Rahmen das zulässt. In der Regel geht das halt. Und ich könnte jetzt zum Beispiel kommen, wir machen heute einen Griff, du baust mir was und in einem Jahr habe ich eine zweite Pistole und sage, ey du, ich war vor einem Jahr hier, bau mir nochmal so einen Griff. Den gleichen für die Pistole, das geht. Das heißt, du könntest auf meinen Wunsch hin meine Handgröße und so weiter speichern und, ja, und mir dann nochmal einen nachbauen in einem Jahr. Das mache ich ja auf Wunsch hin, das mache ich grundsätzlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das unter die DSVGO fällt, deine Handform. Weiß ich nicht. Also nächstes Jahr bestimmt, dieses Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr muss ich dafür unterschreiben, dass du berechtigt bist, meine Handform zu speichern. Was ja viel interessanter ist, wenn du da mal hinguckst, da siehst du ja überall schön die Fingerabdrücke. Ah, ja. Ich könnte mich da im Prinzip mal kurz schließen mit dem BKA, dass ich die immer übermittle. Das Gute ist, ich habe hier zum Glück kein Touchscreen mehr, sondern weil sonst... Das ist sinnlos hier. Ja, also was ist diese Paste? Was ist das genau? Das ist das gleiche, was die Zahnärzte verwenden für die Gebissabdrücke. So eine Silikonabformmasse. Ah ja, okay. Kommt aus dem Dentalbereich halt. So, greif nochmal. Aha. Auch ganz normal rein und nochmal einen Anschlag hin. Okay, lass nochmal los. Ja. Und das wird dann nach irgendeiner gewissen Zeit fest dann? Oder? Das ist noch das hier ist schon fest, was wir eben aufgetragen haben. Das geht ganz schnell. Eine Minute ist das fest. Aha. Sozusagen bauen wir Schicht für Schicht meine Hand. Genau, Stück für Stück wird das. Also man könnte jetzt meinen, aber da macht man einen Motzklecks drauf und greift dann rein. Das haut aber auch nicht hin, weil die Druckverhältnisse verschieden sind. Ja. Und das muss man schon Stück für Stück aufbauen dann halt. Gell. Okay. Ihr seht, das ist voll die Wissenschaft. Wahnsinn. Ja, ungefähr. Ja. Ich habe mir das echt alles viel einfacher vorgestellt, aber gut. Ja, wenn du ein gescheites Ergebnis willst, musst du dann... Ich kann sagen, kannst du auch einfacher machen, aber... Ja, nee. Das soll ja was Gescheites werden, unbedingt. Genau, ja. Du bietest natürlich für Luftpistolen, Kleinkaliber, Großkaliber, du hast eine Schaftanpassung gemacht, machst du auch Gewehre, weil ich hier hauptsächlich... Nee, also Gewehrschäfte an sich machen wir jetzt nicht, wir machen nur diese Anpassung für die Luftgewehre jetzt, ja. Also diese Unterschäfte, also sprich Hamster bzw. die Schaftbackenverstellung halt. Ah ja, okay, genau. Was wir jetzt vorhaben, das ist aber jetzt noch nicht so spruchreif ist es schon, aber es ist jetzt noch kein Prototyp gemacht worden, aber haben wir halt vor, dass wir hierfür so mehrschüssige Luftpistolen gerade so Anschlagschäfte machen hinten. Hast du vielleicht schon mal gesehen halt. Ja, genau. Nur den Hinterschaft praktisch, dass man dann halt damit praktisch wie mit einem kleinen Gewehr halt schießen kann. Genau, gibt es für die HW45 und... Ja, genau. Da gibt es im amerikanischen Markt gibt es da etliche, die da sowas anbieten auch und das wird auch ganz gut verkauft halt. So, greif nochmal. Tu mal die Hand hier weg. Und nochmal raus. Ja. Messergriffe habe ich gesehen, dann machst du auch? Ja, so nebenher, so als Geschenke mehr oder weniger. Ah ja, okay. Du siehst ja, da sind ja auch welche drin halt. Genau. In der Vitrine dann, die machen wir dann also aus Holz natürlich und dann mit so Gravuren individuell halt. Also gibt es verschiedene Embleme, die man sich aussuchen kann, so was weiß ich, Handwerke, Feuerwehr, Polizei oder sowas halt. Und dann die Initialen halt noch dazu. Ah ja. Das heißt, die Messer sind zugekauft von der schwedischen Messerfirma EKA, recht bekannt eigentlich, genau, recht hochwertig. Und wir machen dann diese Plastikgriffschalen ab und machen dann diese Holzgriffschalen. Ah, okay. So, jetzt kommen die Wie kriegst du das eigentlich wieder ab von dem schönen Griff? Weil das kannst du einfach so nehmen,
Echt? Okay. Und genauso wie du das Zeug aus dem Mund rauskriegst. Das wäre ja auch blöd, wenn es hängen bleibt. Ich hatte es erst vor 2 Wochen, das war eine Sehr gerne. Den Daumen jetzt mal nicht zu fest nach unten drücken. Ja, gehen wir so hin, genau. So, okay. So, jetzt merkst du, jetzt bist du hier vorne ja auch schon voller, weil es innen halt dicker geworden ist. Dann greifst du dann nicht mehr so weit rum. Was jetzt nicht verkehrt ist, aber das sehen wir gleich nochmal, wie man das. Jetzt merke ich aber, dass der Abzugsfinger schon nicht mehr so komfortabel hinkommt. Ja, ja, weil du ja jetzt weiterhin bist. Aber das kriegen wir gleich. Ja. Okay, lass mal los. Mhm. Zur Not kann man ja auch den Abzug machen. Ja, ja, der ist ja ziemlich weit vorne eigentlich. Ja, das ist verstellbar. Mhm. So recht voll das hier. Du hast die ganze Zeit von wir gesprochen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr? 3 in der Werkstatt noch und meine Frau im Büro. Okay. Also die fest angestellt sind dort. Genau. Und dieser Beruf nennt sich dann wie? Ja, Berufsbezeichnung gibt es da nicht. Es gibt im Gewehrbereich halt den Beruf des Schäfters. Ja, genau. Das ist so eine Unterart vom Büchsenmacher praktisch, mehr oder weniger. Aber es ist ein eigener Berufsstand, ja. Aber gibt es kaum noch heute eigentlich. Und das hier ist kein Beruf in dem Sinne halt, Pistolengriffmacher halt. Ja. Ich bin Schreiner gelernt und habe dann später nach der Bundeswehr Holztechniker gemacht halt. Mhm. Und dann zum Ende der Ausbildung hin habe ich dann als Thema der Abschlussarbeit Anfertigung von Holz oder von Formgriffen mit CNC-Technik halt gewählt. Okay. Und das war meine Abschlussarbeit dann auch. Und zufällig dann hat in dem Jahr, wo ich dann fertig war, hat ein bekannter Griffemacher, der schon in den 60er Jahren angefangen hat, der Wilhelm Hoffmann aus Wiesbaden, hat er aufgehört und der hat dann die Leute zu mir geschickt dann halt. Und dann hat das gleich von Anfang an ziemlich gut geklappt. Greif nochmal an, bei beiden Händen. Ja. Und nochmal fest zupacken mit beiden Händen jetzt. Und nochmal loslassen, okay. Es wird immer bequemer. Ja. Du musst jetzt nur aufpassen, dass es auch nicht zu dick wird halt. Denn das heißt, das musst du jetzt auch mal ein bisschen fühlen dann halt gleich. Mhm. Wenn du der Meinung bist, es wird schon zu voll, dann müssen wir halt lieber ein bisschen wegmachen irgendwo halt. Dann, ja, okay. Aber wir tragen erstmal auf und dann können wir bequem wieder wegschneiden. Das lässt sich halt sehr gut bearbeiten, das Zeug. Das ist so ein Silikon, das kann man mit einem scharfen Messer, auch wenn es ausgehärtet ist, relativ gut dann immer noch bearbeiten. So, die Finger so ein bisschen hier hin. Die Handhaltung von der linken Hand ist eigentlich immer gleich, oder bist du da jetzt irgendwie unsicher? Was machst du schon immer so gleichmäßig? Und dann können wir das jetzt auch so gleich einfließen lassen, dass der Daumen dann von der linken Hand da auch dann gleich wie so ein Bett hat. Das wäre cool, ja. Mhm. Wenn ich das gewusst hätte, hätte man gleich mal eine Spange mitmachen können. Kein Problem. Wenn wir Werkzeug hier, ich mache gleich einen Notaufruf. Das machen wir noch ein bisschen dicker. Da muss man halt auch bei den Griffen jetzt für die verschiedenen Verbände, also sei es jetzt DSB, also ISSF oder BDS, halt auch immer aufs Reglement aufpassen. Jetzt beim DSB sind solche Fingerrillen hier im Prinzip nicht erlaubt. Da heißt es dann in der Sportordnung relativ allgemein ausgedrückt, orthopädische Griffschalen sind nicht zulässig. Was sind orthopädische Griffschalen? Im Prinzip ist alles. Aber so Fingerrillen und so oder so Handkantenauflage, das ist da halt nicht zulässig. Okay. Beim BDS kenne ich jetzt den genauen Wortlaut nicht, aber da ist es auch so ähnlich dann. Kommt aber auch auf die Disziplinen drauf an. Beim BDS gibt es ja auch Disziplinen, wo halt sogar so ein kompletter Handschuhgriff zugelassen ist. Ist, glaube ich, wie heißt das? Das habe ich auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. 25 Meter, wie nennt sich das? Offene Klasse oder so ähnlich heißt das. Und da kann man auch, wie bei einer freien Pistole, wie bei einer freien Pistole, wurde halt dann wirklich die Hand komplett umfassen. Das halt praktisch. Das ist dann da auch, oder das ist jetzt für DSB freie Pistole, aber das ist auch bei anderen, teilweise bei anderen Disziplinen zulässig. Das ist jetzt wahrscheinlich deine, weil die so gut passt. Das ist meine. Das wäre komisch, ja. So, mal gucken, dass wir hier den Daumen noch so ein bisschen abbilden. Und ich muss halt auch gucken, dass wir hier noch im Holzmaß bleiben. Halt. Bei dir müssen wir jetzt nicht auf irgendwelches Regelwerk abgeben, genau. Das kann man so machen, wie wir wollen. Aber technisch sind wir halt schon auch ein bisschen eingeschränkt. Von der Dicke des Materials halt her einfach. Also der Block ist im Prinzip 50 mm. Oder wird dann 50, das sind 2 25er Hälften. So, greif nochmal rein. Ja. Dann nochmal loslassen. Ja.
Schleifen wir gleich noch ein bisschen weg da. Und dann haben wir erst schon mal genug Material. Das heißt, da wird dann erst das Innenteil gefräst von so einem Griff. Das ist ja teilweise recht kompliziert auch dann, wenn du da so reinguckst. Genau. Bei der ist es halt jetzt einfacher bei deiner, aber das wird auch in 2 Hälften. Wird das Innenteil rausgefräst, dann werden die verleimt und dann wird außen gefräst halt. Das sieht man gar nicht. Wenn du genau hinguckst, da unten siehst du es da. Ja, Tatsache. Ja. Das war mir jetzt gar nicht aufgefallen. Schießt die ganze Zeit oder habt das die ganze Zeit dran und das ist mir noch nie aufgefallen. Siehst du? Ja, das habe ich jetzt so auch mal gemacht hier, mit dem, gerade jetzt für die linke Hand halt, weil das halt in der Regel dann gar nicht zulässig ist bei genau. Bei den Pistolen, aber wie gesagt. Aber ich mache was ich will. Genau. Also theoretisch, wenn ich jetzt angenommen nächstes Jahr irgendwie einen regelkonformen Griff haben wollte, könntest du auch noch meine Hand verwenden, sägst dann das ab, was nicht sein darf? Oder schneidest mehr oder weniger, ja, genau, könnte man machen, ja, genau. Also das heißt, ein Schütze müsste einmal herkommen und kann dann über Jahre, wenn sich an der Hand nichts ändert, im Prinzip, wenn das der Rahmen der Pistole für die das Handbild zulässt, geht das. Da gibt es wenige Ausnahmen. Also Revolver geht gar nicht, weil die haben eine ganz andere Charakteristik. Okay. Also ich kann einen Lupi-Griff nicht auf einen Revolver übertragen. Ja. Also kann ich schon, theoretisch, aber das passt nachher nicht richtig halt. Das heißt, da muss man ein neues Modell machen. Und dann gibt es bei den Pistolen ein paar Einschränkungen. Hammerly 280 und Hammerly SP20, das sind so ältere Sportpistolen, also 25 Meter Disziplin. Und da kann man es auch nicht übertragen, weil die auch in sich so ein bisschen verschoben sind. Halt. Okay. Aber ansonsten geht das in der Regel. Und der Griff war jetzt der Originale. Hast du den zugearbeitet für diese LP50 oder kam der so zu dir als Muster? Nee, das war jetzt, weil so ein amerikanischer Kunde sowas wollte halt. Okay. So ein 1911er Style-Griff für eine LP5 und da haben wir halt mal so einen gemacht. Okay. Und dann haben ich halt auch gleich mal einen hier gelassen dann, weil man das ja immer braucht sowas. Ja. Und den haben wir jetzt halt genommen dafür. Also wir haben eigentlich für jede Pistole alle möglichen Varianten da, so dass man schon gleich einen findet, der einigermaßen passt. Dass man halt nicht so viel Anpassarbeit dann hat. Jetzt habe ich mich immer noch nicht für ein Holz entschieden, aber ich glaube, ich nehme das Blau. Ich glaube schon. Ist das schon ein bisschen dick jetzt vom Gefühl her oder ist das okay noch so? Das ist eigentlich okay. Ja, also jetzt nicht, dass ihr jetzt so das Gefühl hast, jetzt so ein Klotzen in der Hand. Nee, überhaupt nicht. Gut, okay. Bleib mal drin, bleib mal oben. Lass die linke Hand mal los. Ändert sich eigentlich so eine Menschenhand irgendwie im Laufe der Zeit? Also grundsätzlich ja. Erstens mal natürlich durch Gewichtszu- oder Abnahme. Da wird natürlich der Fettanteil in der Hand auch entsprechend höher. Das heißt, der Griff kann dann ein bisschen eng werden. Man kann halt einen Teil dann ausgleichen mit dieser justierbaren Handkantenauflage hier unten, bei so einem richtigen Sportgriff. Ja. Und was dann auch immer hinzukommt, lass mal los. Was halt auch immer dann hinzukommt im Alter, gibt es im Handgelenk, also sprich hier, gibt es Ablagerungen an diesen Knöchelchen, die da innen drin sind. Und dann ist die Nullstellung nicht mehr wie in jungen Jahren so, sag ich mal, wo halt dann die Laufachse auch schön gerade in den Arm reinläuft, sondern dann ist die Nullstellung etwas mehr in diese Richtung, wie bei so einem gebrechlichen alten Mann, wo alles so nach innen geht, oder Frau, klar, wo alles so nach innen gezogen wird halt. Und so ist das auch, oder fängt das dann auch an in den Gelenken, dass halt die Hand dann mehr so steht. Das heißt, ein Schütze, der sich vor 20, 30 Jahren mal einen Griff hat machen lassen, und fängt wieder an zu schießen, dann nach 20, 30 Jahren, nimmt dann die Pistole in die Hand, der passt vielleicht noch der Griff, aber plötzlich ist es total links halt, beim Rechtsschützen jetzt. Also das ist ein sehr häufiges Phänomen halt. Okay. Und da muss man halt entsprechend dann nacharbeiten. Oder er muss halt den Kopf entsprechend weiter drüber legen, das klappt aber dann meistens auch nicht mehr, weil dann hier der Hals halt auch ein bisschen steif wird dann halt. Ja. Das heißt, da muss man dann im Alter schon so ein bisschen altersgerecht anpassen, das Ganze. Einen Rentnergriff dann machen. Ja. Aber ich hoffe nicht noch ein bisschen hin. Ja. So, das schaut schon mal ganz gut aus. Den tun wir jetzt noch ein bisschen Backe-schleifen, dass das mal ein bisschen schön wird. Und das Gefühl ein bisschen besser wird. Ich jetzt noch eine Goldene dazu. So, jetzt wird es laut.
Wenn der Griff dann kommt, sind da 2 Schrauben dabei. So eine lange, die ich gerade hier reingemacht habe, eine M5x50 und eine M5x30. Du brauchst nur die M5x50 Schraube. Okay. Die andere ist nur dabei, weil du diesen Griff auch auf die alte LP5 drauf machen könntest. Und da ist diese Befestigungsstange länger und da brauchen wir die kurze Schraube dafür. Okay. Stimmt, ich habe ja den von dir bekommen, da waren 2 dabei. Auch 2 dabei. Genau, ist der LP5 und jetzt die 50er, genau. Ja. So, greif nochmal rein. Ja, geil. Wie ist das Gefühl mit der linken Hand so? Vom Fassen ist angenehm? Ja, voll. Gut. Mit dem Abzug kommst du so auch super hin, glaube ich. Du könntest ja jetzt noch nach hinten oder nach vorne stellen. Nee, der liegt super. Und du hast jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie zu dick ist oder nee, so? Gar nicht. Ist angenehm, hast deine Position gleich. Absolut. Probier jetzt einfach mal eine Zeit lang, dass du mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommst. Ich habe das schon mal auf soweit. Du hast dich jetzt schon entschieden mit dem Holz? Ich habe mich entschieden, ja. Das Schwarz-Grau dann? Schwarz-Grau jetzt. Gefühl ist gut? Absolut. Dann machen wir so. So kann man machen. Kannst du ja mal ein paar Bilder davon machen oder nochmal groß in die Kamera halten, dann kann man das immer vergleichen nachher mit dem, den du dann bekommst halt. Gell? Ja. In 2 Wochen, glaube ich. Ja. Und vom Winkel her ist es auch so gut jetzt. Also das ist relativ steil jetzt halt, der Griffwinkel, aber ist das ist super. So. Ja. Das ist super. Ja, das ist ja in der Regel so, beim Beidhändigen hat man das ja ein bisschen steiler halt, die Griffhaltung, im Vergleich zum Einhändigen, wo man ja ein bisschen hängender die Handhaltung genau. in der Regel hat. Ja. Genau, ja. Sehr gut. Bilder habe ich gerade schon gemacht. So machen wir den. Machen wir den so, ja. Ja. Also wir fangen jetzt einfach mal deinen Griff an zum Digitalisieren. Das heißt, da kommen jetzt solche Linien drauf, die dann gleich abgetastet werden. Und dann nachher das Flächenmuster ergeben, mit der die CNC-Maschine was anfangen kann dann praktisch. Da gibt es ja dann die verschiedensten Datenformate in diesem 3D-Bereich. Wir verwenden da ganz stinknormal stinknormales 3D-DXF-Format. Da gibt es wie gesagt noch was weiß ich, IGES und STL-Dateien und. Aber bei uns hat sich das mit diesen DXF-Dateien, relativ einfachen DXF-Dateien bewährt, weil wir gar nicht so eine hohe Auflösung brauchen und das dann mit der geringeren Auflösung wesentlich besser handelbar ist dann nachher. Also wenn man da jetzt meinetwegen so einen optischen Scanner nehmen würde, ging ja auch, konnte ich das ja optisch abtasten, aber dann ist die Datenmenge nachher viel zu groß und das ist so eine Punktewolke praktisch. Und das ist so sehr schlecht handelbar. Und hier hat man dann so ein Gitternetz nachher oder so ein 3D-Maschennetz, ein Dreiecksmaschennetz. Und das lässt sich halt sehr einfach verändern, bearbeiten, anpassen und so weiter. Das ist jetzt halt auch eine Erfahrungssache, wo man die Linien da macht. Ich wollte gerade sagen, du weißt, was du tust. Malen nach Zahlen. Das Digitalisieren machst nur du oder machen deine Kollegen dann auch? Nee, das mache ich nur. Ja. Das heißt, wenn du Urlaub hast, haben alle frei. Ja, nicht ganz. Oder musst du ein bisschen vorarbeiten. Ich mache Standardgriffe oder ich muss vorarbeiten, genau. Ja. Aber da ich mich ja jetzt auch mit großen Schnitten im Rentenalter nähere, muss ich mir auch langsam mal für Nachschub sorgen. Für Personalnachschub. Aber das ergibt sich dann alles noch. So, gut. Warte, noch eine hin. Okay, jetzt müssen wir hier unten nur mal eine Schraube reinmachen, damit wir das Ding einspannen können. So, den spannen wir jetzt hier ein. Sehr schön. Der muss jetzt so ein bisschen ausgerichtet werden auf das Digitalisiergerät. So. Ach so, ich dachte, das wäre eine Lampe. Nee, das ist ja kein optische, sondern mechanische
Aha, okay. Taster. So. Jetzt tun wir praktisch erstmal da Referenzlinien abnehmen, damit ich weiß, wo nachher diese Griffform im Raum sich befindet. Das heißt, dazu muss ich erstmal die Lampe aufziehen. Sieht jetzt ein bisschen blöd aus, aber dem Alter gerecht brauche ich Beleuchtung. Aber so, ich befürchte. Doch, geht noch. Nee, die macht es nicht mehr lang. So. Ich nehme also bestimmte Punkte an den inneren Flächen hier ab, damit ich das nachher im 3D-Raum richtig positionieren kann, das Ganze. Ja, die Lampe macht es nicht mehr lang, wir müssen gleich ohne weitermachen. So, da brauchen wir die Mittellinie, die haben wir da. So, jetzt tun wir die eigentliche Griffform abnehmen. Das heißt, wir fangen mal hier an. Ich gehe da jetzt auch bewusst ein bisschen außerhalb der Linie entlang, damit die Übergänge zur äußeren Griffform vernünftig sind. Das heißt, damit er nicht reingefräst wird vom Fräser oder so, dann tue ich immer die unteren oder die Enden der Linien ein bisschen länger ziehen einfach. Und das ging ja auch zum Beispiel mit dem optischen Abtastsystem ginge das gar nicht, weil das nimmt es halt wirklich so ab, wie es ist. Mhm. Aber das ist nicht unbedingt immer zielführend halt. Dann tue ich hier an den Enden, setze ich immer so ein paar Millimeter weiter außen an. Und dann bin ich sicher, dass die Kanten da auch nicht irgendwie beschädigt werden beim Fräsen. So, jetzt müssten wir alle Linien haben. Das mal abspeichern. Ruf mal mit einem. Mhm. Die teilweise losen Enden, normal schnappen die zusammen am Ende, aber jetzt wenn hier so lose Enden sind, sag ich mal, die werden dann einfach zusammengeführt. Mhm. Manuell. Da sind immer so ein paar dabei. Das sieht alles gut aus. Das wird so ein bisschen vor. Immer die Gefahr, wenn man hier auf solche 3D-Linien guckt, die jetzt noch nicht so sehr gekennzeichnet sind, dass man da die Orientierung halt verliert im Raum. Das ist dann schon so ein bisschen Übungssache halt auch, dass man weiß, wo hinten und vorne, oben und unten ist. Weil da spielt einem dann das Gehirn manchmal auch einen Streich, weil man dann auf einmal einen Linksgriff vor sich sieht, obwohl es eigentlich ein Rechtsgriff ist. Die jetzt auf und jetzt wird hier einfach dann
Das sind jetzt Einzellinien, mit denen könnte ich gar nichts anfangen. Und die werden jetzt zu einem Flächenmuster oder zu einer Fläche, zu einer 3D-Fläche verbunden, die dann die Maschine auch nachher entsprechend interpretieren kann. Beziehungsweise der Postprozessor, also der die Fläche berechnet, der kann die dann entsprechend interpretieren. Gut. Das ist jetzt noch eine Problemstelle auf der Zoom. Das heißt, da muss immer noch ein bisschen nachgearbeitet werden, dann gerade in den Randbereichen. Was aber dann nachher im Endeffekt nur was Optisches ist halt. Das sieht man hier, das ist dann nicht so schön, aber das ist alles nicht so tragisch. Mal sehen, wie das dann aussehen würde, so grob. Naja, das ist jetzt praktisch dieses Dreiecksmaschennetz von dem Griff an sich halt, von der Grifffläche. Das ist praktisch hier unten hohl und das wird dann nachher von der, oder diese Fräsbereiche werden dann nachher, oder entsprechend werden dann die Fräsertiefe und die Bahn werden dann berechnet von dem Postprozessor und wird dann an die Maschine übergeben halt im Prinzip. Sicht an. Ja, das schaut alles schon ganz gut aus hier. Wie gesagt, hier sind auch noch Feinheiten, damit man das nachher noch, damit das wieder schön aussieht dann noch alles. So, dann haben wir die Fläche, das wird dann nachher an die Maschine geschickt. Im Prinzip. Cool. Ja. Okay. Ich zeige euch hier mal die Werkstatt. Kann man hier schön reingucken halt. Hier vorne, was man hier sieht, ist der Bankraum, der sogenannte. Kommt nicht von der Sparkasse Bank, sondern von der Hobelbank. Hier wird also die Handarbeit gemacht an den Griffen. Da ist immer noch mal so pro Griff so eine Viertelstunde Handarbeit dran zu erledigen. Also an den einzelnen Schleifplätzen wird das dann gemacht. Beziehungsweise was der Kollege da hinten gerade macht, das ist halt das äußere Beischleifen von so Teilen für so Griffen. Gehen wir mal rein, gucken uns hinten mal den Maschinenraum an. Okay. Hier ist das Holz. Hier ist das Holzlager. Hier ist auch das Rohmaterial. Das ist Wahnsinn. Türkischer oder asiatischer Nussbaum. Hier kann man es auch nochmal schön sehen. So vorgesägt in so Gewehrschäften. Die werden halt nur so geliefert. Wir trennen die dann auf und dann werden die ausgehobelt, zugeschnitten dann für die CNC-Maschine. Das hier ist die Absaugzentrale und hier hinten liegen die Platten noch Schichtholz, die verschiedenen Farben halt. Da kann man es schön sehen daneben. Das sind das hier ist das Schwarz-Rot-Gold. Das hier ist das Blau-Grau halt, so werden die halt angeliefert an die Schichtholzplatten. Das ist das Blau-Orange-Braun halt. Ja. Gut, dann gehen wir mal rüber. Okay. So, hier ist der Maschinenraum. Da liegen so gerade Holz
hier auf der Bandsäge beigeschnitten anhand der Linien halt. Ja. Oder hier so ein Griff in Schichtholz, in dem schwarz-grau. So kommt der praktisch aus der Maschine raus und wird dann von Hand nachbearbeitet. Hier kann man auch sehen, wie die Fräsmaschine. Da wird gerade so ein Außenteil gefräst. Es sind also immer mehrere Fräsplätze und wir weisen dann jedem Fräsplatz, jetzt ist er gerade bei Platz D, wird dann am Computer eine gewisse Datei zugewiesen, die dann gefräst wird. Erst von der rechten Seite, dann von der linken Seite. Gerade so ein Innenteil gefräst hier von so einem Griff, also die linke Hälfte, die rechte Hälfte, und die werden dann nachher abgespannt, verleimt und dann halt die Außenseite gefräst. Hier die Kreissäge brauchen wir halt einfach, um den Zuschnitt zu machen für die großen Klötze oder für Platten, je nachdem halt. Wahnsinn, okay. Das hier oben sind dann die Zuschnitte dann nochmal so. Das sind diese Rohlinge, genau, wo dann die Griffe draus gemacht werden. Muss man nur darauf achten, dass es farblich einigermaßen passt. Beim Schichtholz ist es sowieso immer gleichmäßig, weil das ja eingefärbte Platten sind. Ja. Die werden dann immer so gezeichnet hier. Kann man ja schön sehen mit so einem Dreieckszeichen. Dass das halt immer zusammenpasst halt von der Farbe her. Dass dann nicht ganz hell ist, mit einem ganz dunklen Stück halt zusammen ist dann nachher. Und dann halt Nummern drauf geschrieben. Jetzt gerade da die Handkanten auflagen. Können wir mal näher hingehen. Das heißt, das sind die Teile, die unten am Griff dran sind, die dann die Höhenbestimmung für den Griff hergeben. Das wurde eben alles von Hand gemacht. Da ist also schon eine gewisse Fingerfertigkeit, Erfahrung halt vonnöten, dass man das auch immer gleichmäßig hinbekommt. Wegmachen und das wird dann verleimt gleich dann für die Außenbearbeitung. Dann die verleimten Blöcke, wo die Innenteile also gefräst wurden, und dann werden die mit Schraubzwingen ganz herkömmlich verleimt. Da haben so eine halbe Stunde eingespannt und dann wird das Außenteil gefräst. Da kann man auch gerade nochmal ein Prototyp sehen vom Essen, vom Pokal für die Essen Open. Sehr cool. So, ihr habt jetzt gesehen, welche einzelnen Arbeitsschritte dafür nötig sind, so einen Handgriff entstehen zu lassen. Der Thomas zeigt euch gerade nochmal das fertige Produkt, das fertige Muster in circa 2 Wochen. Ist es eine normale Zeit? Ja, also immer so, ja. Genau, in circa 2 Wochen wird mich dann der andere Griff erreichen. Ich freue mich schon riesig, der liegt super in der Hand. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du so viel Zeit für mich genommen hast. Die 2 Stunden sind jetzt schon rum, die du immer so ein bisschen einplanst, und dann freue ich mich auf das fertige Produkt. Gerne geschehen, ja. Wir sehen uns auf jeden Fall in Kölschhausen wieder zu einem Wettkampf. Ciao, macht's gut. Danke. Es sind jetzt exakt 2 Wochen auf den Tag genau vergangen. Ein Tag nach meinem Geburtstag, praktisch als nachträgliches Geburtstagsgeschenk, kam ein Päckchen an
Und guckt euch mal das hier genauer an. Auf meinem Blog auf www.ergandi.de habe ich natürlich noch einige Bilder für euch gemacht. Diese Pistole, schaut euch das an, ihr habt es vom Thomas erklärt bekommen, es sollte am besten keine Luft dazwischen sein. Guckt euch das an, wie diese Pistole liegt. So nehme ich die dann in den Anschlag. Es ist absoluter Wahnsinn. Ich habe euch mal, okay, ihr habt ja neulich mal vielleicht das Schussvideo gesehen mit der LP50, das mehr so durchschnittlich war. Liegt nicht an der Pistole, die ist unglaublich präzise. Das lag da einfach an mir und ich habe euch jetzt mal ein Bild in meinem Blog unten unter dem Beitrag noch mit dran gehängt. Da habe ich mal ein Beispiel, wo ich 40 Schuss auf 11 Meter gemacht habe. Klar, die Top-Schützen unter euch, die mag das nicht beeindrucken, aber ich habe das Ding jetzt 2 Tage lang geschossen. Und es ist jetzt schon eine unglaubliche Steigerung, die ich damit hinlegen konnte. Und ich behaupte mal, wenn ich jetzt so ein bisschen länger trainiere, dann wird das Ganze noch viel besser. Also die Kohle hat sich sowas von gelohnt. Es liegt wirklich perfekt in meiner Hand. Und ich glaube oder ich denke mal, dass ich die sogar vielleicht einhändig schießen könnte. Ich weiß nicht, ob man das darf von den Regularien her. Da kenne ich mich jetzt nicht so richtig aus, aber die soll sowieso nur für meinen Spaß schießen sein und eins kann ich euch versprechen, Spaß habe ich damit. Ja, ich danke euch, ihr habt jetzt ein ziemlich langes Video angeguckt, ich hoffe für euch hat es sich gelohnt. Ich kann den Thomas und seine Jungs auf jeden Fall nur empfehlen und habe nur Positives zu berichten. Okay, danke euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Nur nichts kaputt machen jetzt. Ciao, servus, sagt der Gandhi.